Wie können wir alles erfasst haben? Wir haben doch nicht mal eine Ahnung, was jenseits dieser Erde alles noch da ist im Kosmos. Wie groß das Universum ist. Wir können es doch gar nicht erfassen. Unsere menschlichen Sinne sind A, sehr trügerisch und B, sehr beschränkt. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern, denn normalerweise treffen wir uns immer dienstags hier, um gemeinsam die Grundsätze, die uns ein Kurs in Wundern gibt, auf unsere menschliche Erfahrung anzuwenden. Doch in letzter Zeit bin ich etwas ruhiger hier. Der Mai war komplett auf Pause geschaltet. Ich hoffe, du hast den Mai wundervoll verbracht, auch ohne den Happy Cool Love Podcast. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, in welchem Rhythmus ich mit dem Happy Cool Love Podcast zurückkomme, weil ich merke, wie gut mir diese Pause tut. Ich trauere immer noch um einen lieben Menschen, den ich verabschiedet habe, und ich merke, je weniger ich am Laptop bin, desto besser gerade für mich. Also ich versuche hier gerade eine neue Balance zu finden und hoffe, du hast etwas Geduld für mich, beziehungsweise du hast den Kurs ja immer auch ohne mich. Wir hier erinnern uns immer wieder gemeinsam, was uns der Kurs schenkt und wie wir deshalb gelassener, friedlicher, ruhiger, sinnvoller, reicher durch diese menschliche Erfahrung gehen können. Aber du kannst es ja auch immer alleine. Ist natürlich immer schöner, es nicht ganz allein zu tun, aber der Kurs ist dein treuer Begleiter und er ist mein treuer Begleiter. Und hier haben wir immer nur punktuell eine Verabredung, um gemeinsam zu erinnern, worauf es wirklich ankommt in dieser menschlichen Erfahrung. Ein Kurs im Wundern sagt uns ja, dass diese menschliche Erfahrung nicht die absolute Wahrheit ist. Es gibt eine geistige Ebene zu dieser menschlichen Erfahrung. Und wenn wir die wieder in unser Leben einladen, dann, wie gesagt, wird es ruhiger und reicher und sinnvoller und tatsächlich auch sehr viel liebevoller und glücklicher. Also, ich will diese heutige Folge gar nicht so ausarten lassen. Ich möchte nur eine Frage in den Raum stellen, weil es in letzter Zeit immer wieder die Frage ist, die ich dann in den Raum stelle, wenn irgendjemand mit einer Herausforderung an mich herantritt. Meine Frage ist dann immer: Hast du schon mit Gott darüber gesprochen? Ein Kurs in Wundern sagt uns, dass Gott die bedingungslose Liebe ist, die uns erschaffen hat. Es ist kein Mann, es ist keine Frau, es ist eine Energie, eine bedingungslos gebende und liebende Energie. Und wenn wir die mit ins Boot holen, wenn wir aufhören, immer kontrollieren zu wollen und alles bestimmen zu wollen und zu wissen, vermeintlich zu wissen, wozu etwas dient, was wir tun müssen, um es zu lösen, und sagen, ich lade eine höhere Ebene ein, ich hole mir heilige Hilfe dazu, weil diese menschliche Erfahrung scheint, als würde sie Sinn ergeben und scheint so, als würde sie mir alle Merkmale geben, damit ich eine kluge Entscheidung treffen kann und ein kluges Urteil. Aber ein Kurs im Wundern sagt uns immer wieder, dem ist nicht so. Lass dir von deinem Ego, von dem dominanten Ego, Angst, Mangel, Denksystem gerade nicht einreden, dass es die Totalität der Dinge erfasst hat. Weil, jetzt hole ich wieder die Kabbalisten dazu, wenn wir mit dem Ego und dem Verstand alles auf dieser menschlichen Ebene erfasst haben, dann haben wir gerade 1% von dem erfasst, so sagen es die Kabbalisten, was da ist. Wir haben die 99% übersehen, die auch noch da sind. Und natürlich, wenn wir sie nicht mit Zahlen, Daten, Fakten beweisen können, diese 99%, wollen wir sie abtun. Aber wer sind wir denn schon mit dem Menschsein und mit dem Verstand, um zu denken, dass wir alles erfasst haben? Wie können wir alles erfasst haben? Wir haben doch nicht mal eine Ahnung, was jenseits dieser Erde alles noch da ist im Kosmos. Wie groß das Universum ist, wie groß alles noch ist. Wir können es doch gar nicht erfassen. Unsere menschlichen Sinne sind A, sehr trügerisch und B, sehr beschränkt. Also, diese Bescheidenheit fehlt uns sehr oft, dass wir einfach, so wie ein Kurs in Wundern, uns immer wieder aufträgt. Und das ist, was sehr interessant ist. Wir lesen diese Lektion jeden Tag und vielleicht auch sogar im Textbuch. Und dann, wenn es drauf ankommt, in unserer menschlichen Erfahrung, treten wir nicht zurück, treten wir nicht wieder zur Seite und sagen, Heiliger Geist, das ist ja unser innerer Lehrer hier in dieser menschlichen Erfahrung, so nennt ein Kurs im Wundern unsere Intuition, unsere weise innere Stimme. Heiliger Geist,
hilf du mir, weil du erfasst viel mehr als ich mit meinem Verstand und meinen 5 Sinnen. Was ist es hier, was ich wirklich zu tun habe? Gib mir einen Hinweis und ich folge diesem Hinweis ohne, und das ist sehr wichtig, ihn zu hinterfragen. Weil, was wir auch oft genug tun, wenn wir sagen, okay, ich habe ganz vergessen, Gott dazu zu holen. Ich habe ganz vergessen, etwas Höheres, eine heilige Hilfe dazu zu holen. Ich rede mal mit Gott. Ich habe mal meine eigene Unterhaltung mit Gott. Und dann gehe ich vielleicht spazieren und bin im Wald oder gönn mir eine Pause und dann sage ich Gott, hier ist meine Herausforderung. Das und das ist gerade bei mir beruflich zu klären. Das und das ist gerade eine Entscheidung, die ich treffen muss. Das und das ist gerade, worüber ich stolpere. Diese Situation macht mir zu schaffen. Ich übergebe sie an dich. Gib mir ein Zeichen. Gib mir eine Nachricht, was ich als nächstes tun soll und ich garantiere dir, ich werde nicht hinterfragen, sondern einfach folgen, weil mein kleines Ich möchte natürlich eine bestimmte Art, wie das hier gelöst wird, aber ich weiß es ja nicht besser. Ich kann es nicht besser wissen. Ich habe doch nicht die Totalität der Dinge erfasst. Und wenn wir so tun, als hätten wir die Totalität der Dinge erfasst, wenn wir denken, unser Ego ist ein guter Berater, dann sind wir wirklich mega arrogant. Und das Leben, so habe ich es erfahren, wird uns irgendwann an eine Grenze führen, wo wir wahrlich bescheiden sein dürfen, wo wir wahrlich bescheiden agieren dürfen. Und das ist auch in einer der letzten Lektionen das Thema gewesen, was wahre Bescheidenheit ist. Wahre Bescheidenheit ist, zu verstehen, anzuerkennen, dass du mit dem Ego nicht die absolute Wahrheit bist, sondern dass du weiterhin verbunden bist mit der bedingungslosen Liebe, die dich erschaffen hat und sie dich führen kann und der Wille Gottes auch in Wahrheit dein Wille ist und dass du endlich zurücktrittst und diese machtvolle Stimme durch dich wirken lässt. Das ist wahre Bescheidenheit. Die meisten von uns haben das noch nicht erreicht. Manchmal stolpern wir sogar als Schülerinnen und Schüler von einem Kurs in Wundern darüber, was wahre Bescheidenheit ist, weil, Hand aufs Herz, wir ertappen uns wahrscheinlich auch alle noch oft genug dabei, dass wir ganz viel kontrollieren wollen, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Also es ist ja ganz einfach, voll mit dem Flow des Lebens zu sein und zu sagen, ich bin in vollem Vertrauen, ich habe vollkommene Gewissheit, dass hier alles richtig ist, dass Gott mich hier führt, wenn alles toll läuft scheinbar, wenn alles so läuft, wie es auch kein Störgefühl in dir auslöst. Aber wirklich wissen, ob wir Vertrauen und vollkommene Gewissheit haben, passiert ja erst, wenn wir merken, okay, hier läuft etwas nicht, wie ich es gern hätte und ich muss es abgeben. Und ich meine mit abgeben nicht ignorieren oder wegdrücken oder so tun, als wenn es nicht da wäre. Abgeben ist für mich, ich merke, dass es unangenehm ist, aber in diesem unangenehmen Gefühl habe ich weiterhin ein grundsätzliches Vertrauen in etwas Höheres, ein grundsätzliches Gefühl für das mehr los ist oder aber auch diese vollkommene Gewissheit, dass alles dennoch gut ist, auch wenn ich merke, hier ist gerade im Außen, in meiner Welt, in dem Offensichtlichen komplettes Chaos, aber ich vertraue, aber ich ignoriere dieses Chaos nicht. Ich muss ja irgendwie doch Freundschaft damit schließen, weil es gerade in meinem Leben so, also ich weiß, dass da die Tendenz manchmal in uns auch ist, es zu ignorieren, wenn etwas Krasses passiert und wir dann einfach sagen, ja, ich gebe das ab an Gott. Ja, hier Heiliger Geist, übernimm du. Ich mache jetzt mal irgendwie so weiter, als wenn nichts wäre. Das ist nicht, was ich als Gespräch mit Gott empfinde. Gespräch mit Gott ist, du sagst tatsächlich, was los ist, wie sich das anfühlt. Du fühlst es, du akzeptierst es und dann bist du dennoch offen und hast 100%ige Gewissheit, dass du geführt wirst durch diese Situation. Wie auch immer eine höhere Ebene es für richtig empfindet. Weil wir haben ja auch dann noch das Gefühl oder die Idee oft, was dann geführt durch diese Situation für uns am allerliebsten bedeutet. Unser Ego hat ja auch immer eine Idee, wo es dann hingehen darf, was das Ergebnis sein darf. Aber da auch offen zu sein und zu sagen, hey, ich nehme auch scheinbare Umwege in Kauf, die dadurch entstanden sind, weil ich im Gespräch mit Gott diese Antwort bekommen habe. Vielleicht ist es ja gar kein Umweg. Vielleicht haben wir einfach gar keine Ahnung, was ist.
Ein Kurs im Wundern sagt uns ja auch, wir können zwischen Fortschritt und Rückschritt nicht unterscheiden. Unsere größten Rückschritte auf einer höheren Ebene sind vielleicht auf dieser menschlichen Ebene unsere größten scheinbar Fortschritte. Wir fühlen uns richtig erfolgreich und eigentlich haben wir, sage ich mal, vielleicht für unsere größere Entwicklung, für unsere Bewusstwerdung 2 Schritte zurück gemacht. Wer weiß das schon so genau? Du kannst es nicht beurteilen, weil du hast die Totalität der Dinge nicht erfasst. Viel mehr Bescheidenheit unsererseits wäre wirklich sehr angebracht für viele von uns. Also, der Happy Cool Love Podcast wäre nicht der Happy Cool Love Podcast, wenn ich dir nicht auch etwas aus dem Kurs mitgebracht habe, damit wir gemeinsam nochmal lesen und unser Gedächtnis auffrischen, was ein Kurs im Wundern zum Thema Urteil sagt. Und ich übertrage das auch so ein bisschen auf das Thema Entscheidung. Ich habe uns was aus der Lektion 151 mitgebracht. Die war am letzten Samstag dran, falls du auch am 1. Januar mit Lektion 1 gestartet bist. Und dort lesen wir Folgendes. Ich starte mal mit Absatz 3. Dort lesen wir: Wie kannst du urteilen? Das Urteil beruht auf dem Zeugnis, das dir deine Sinne bieten, also die Sinne des Körpers, sehen, schmecken, fühlen, hören und riechen. Also wenn dein Urteil auf den 5 Sinnen des Körpers beruht, dann triffst du kein wirkliches Urteil, sondern dann bist du fehlgeleitet. So erinnert uns ein Kurs im Wundern. Wir lesen noch ein Stück. Doch gab es niemals ein falscheres Zeugnis. Wie sonst jedoch beurteilst du die Welt, die du siehst. Du setzt einen rührenden Glauben auf das, was deine Augen und Ohren dir bieten. Du denkst, dass deine Finger die Wirklichkeit berühren und sich um die Wahrheit schließen. Das ist ein Gewahrsein, das du verstehst und von dem du denkst, es sei wirklicher als das. Und hier kommt der Wahnsinn. Das war jetzt mein Wort, ne? Das stand da nicht. Und hier kommt der Wahnsinn, habe ich gesagt. Jetzt geht's weiter mit dem Text. Was von der ewigen Stimme für Gott selbst bezeugt wird. Also, wir trauen dem Ego und unseren 5 Sinnen und dem Menschsein mehr als einer höheren Ebene. Die ewige Stimme für Gott, das ist der Heilige Geist, das ist unsere Intuition, unsere weise Stimme, die für uns da sein kann, wenn wir still werden und das Ego mal nicht beachten und die Stimmen dieser Welt überhören und in dieser Stille eine Wahrheit vernehmen, ein Wissen vernehmen, das uns leiten kann. Und manchmal, weil der Heilige Geist, also unsere innere Stimme, diese Intuition, wenn wir mit ihr reden, wenn wir mit Gott sprechen, muss es nicht mal sein, dass du innerlich etwas vernimmst, sondern dass du im Außen etwas bekommst, was deine Antwort ist. Weil ein Kurs im Wundern sagt auch, dass der Heilige Geist mit uns spricht auf eine Art und Weise, wie wir ihn vernehmen können. Also du musst dir jetzt nicht Sorgen machen, dass du irgendetwas verpasst, wenn du eine höhere Hilfe dazu bittest, sondern du darfst vertrauen, dass dein Zeichen auch dein Zeichen ist, weil das ist, was das Ego immer wieder mit uns tut. Es hinterfragt, zerreißt, nimmt die Zeichen auseinander und fängt an, dass wir zweifeln. Ach, war das jetzt ein Zeichen? War das nur ein Zufall? War das wirklich das, was ich hören sollte? War das wirklich das, was der Heilige Geist mir mitteilen will? Du musst lernen, dir zu vertrauen und diese Aufgabe kann dir wirklich niemand abnehmen. Also, ich lese noch ein Stück. Kann dies denn Urteil sein? Also deinen 5 Sinnen des Körpers zu vertrauen. Kann dies denn Urteil sein? Du bist oft angehalten worden, das ist einer der coolsten Sätze überhaupt hier in dieser Lektion, du bist oft angehalten worden, dich des Urteils zu enthalten und nicht, weil es ein Recht ist, das dir vorenthalten werden sollte. Du kannst kein Urteil fällen. Und hier möchte ich noch den Zusatz hinzufügen, nicht allein, du brauchst diese höhere Ebene, die urteilt für dich und diesem Urteil folgst du. Wenn du denkst, du kannst mit deinem Ego, mit deinem kleinen, menschlichen, mickrigen Verstand wirklich gute Urteile fällen, ja dann Prost Mahlzeit. Dann gibt es dafür eine Konsequenz, die dir auch erläutern wird, dass das eine schlechte Idee ist. Ob du darauf hörst, weiß ich nicht. Das ist
wo dein freier Wille wieder eingreift. Ja, ich höre auf die Liebe. Nein, ich höre auf mein Ego. Finde ich viel cooler. Auch wenn mein Leben irgendwie chaotisch und leer und sinnbefreit ist, aber ich habe scheinbare Kontrolle und scheinbare Sicherheit. Ja, dann mach es. Was soll ich sagen? So, ich lese mal weiter. Du kannst bloß den Urteilen des Ego glauben, die samt und sonders falsch sind. Also wir reden nicht mal, es gibt Ausnahmen. Samt und sonders heißt 100% falsch, wenn du dem Ego vertraust. Es lenkt deine Sinne sorgfältig so, dass sie dir beweisen, wie schwach du bist, wie hilflos und voller Angst, wie du gerechte Strafe fürchtest, wie schwarz vor Sünde, wie elend du in deiner Schuld bist. Und das ist oft nicht, was wir bewusst fühlen, wenn wir mit dem Ego gehen, sondern das ist, was wir ganz, ganz aktiv unterdrücken. Die meisten von uns, wenn das Ego unser Meister ist, sind das die Sachen, die wir unterdrücken, dadurch, dass wir im Außen Dinge ansammeln, wie Macht, Status, Geld, schöne Reisen, tolles Essen, tolle Klamotten, um uns abzulenken, dass das eigentlich unser inhärentes Gefühl ist, wenn wir mit dem Ego gehen. Und ich sage das, weil ich ja selber die Erfahrung gemacht habe und mit dem Kurs den Unterschied kenne, wie du dich anders fühlen kannst, wenn du nicht mehr dein Ego die meiste Zeit als Meister hast. Also wir lesen mal noch ein Stückchen. Dieses Ding, von dem es spricht und das es dennoch verteidigen möchte, das sagt es, seist du selbst. Und du glaubst mit hartnäckiger Gewissheit, dass dies so ist. Doch darunter bleibt der versteckte Zweifel. Das ist das, was es dir mit solcher Überzeugung als Wirklichkeit zeigt, nicht glaubt. Das Ego glaubt sich selbst nicht. Das ist, was ich hier gerade lese. Mega verstrickt und mega verwirrend. Also, wir lesen noch ein Stück. Was es verurteilt, ist allein es selbst. Das Ego verurteilt sich selbst, aber redet dir ein, dass du das Ego bist und dass du verurteilt werden musst und Schuld hast. In sich selbst sieht es die Schuld. Seine eigene Verzweiflung ist es, die es in dir sieht. Das Ego projiziert seine Schuld, seine Verzweiflung und sein Urteil auf dich. Und du nimmst es oft genug noch ohne Hinterfragen an und denkst, das bin ich. Ich bin schuldig. Ich bin schlecht. Ich bin machtlos. Ich bin klein. Ich bin verzweifelt. Das ist, was du spürst, wenn du mit dem Ego gehst und das oft genug unterdrückst, weil du gute Ablenkung im Außen hast. Dafür sorgt das Ego ja en masse, würde ich jetzt mal sagen. Wir lesen noch ein kleines bisschen. Höre seine Stimme nicht, hab keine Angst, die Stimmen dieser Welt zu übergehen, wie ein Kurs in Wundern uns als Mantra mitgegeben hat. Die Zeugen, die es ausschickt, um dir zu beweisen, dass seine Bosheit, die deine ist, sind falsch und reden mit Gewissheit von etwas, was sie nicht kennen. Also, höre ich mal auf zu lesen, weil ich finde, die Botschaft ist klar. Das Ego hat keine Ahnung, wovon es redet, keine Ahnung, was es sieht, hat keine Ahnung von der Wahrheit, hat keine Ahnung, wer du wirklich bist. Und du musst aufhören, dem Ego zu vertrauen und dem Urteil des Ego zu vertrauen, weil damit landest du immer wieder im Chaos. Und nur, wenn du wieder mit Gott sprichst und ihm sagst, was deine Situation ist und dass du dich über seinen Input freust, kann sich etwas verschieben. Wir müssen dafür aber lernen, vollkommen bescheiden zu sein. Aufzuhören, dass wir denken, unser Verstand, unser Menschsein hat alles erfasst. Wahre Bescheidenheit ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen auch Riesenvertrauen in, dass es mehr gibt als nur diese menschliche Erfahrung und eine Gewissheit, dass irgendwie alles immer gut ist, auch wenn es im Außen gerade noch nicht so wirkt. Ich weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist, diese Sachen in sich zu tragen, aber das üben wir hier. Und irgendwann macht es Klick. Irgendwann ist diese Waage verschoben so, dass du mehr im Vertrauen bist, mehr in dieser 100%igen Gewissheit und mehr in dem Gefühl, hier ist mehr los als das, was meine 5 Sinne des Körpers mir hier gerade berichten. Ich
möchte das nicht mehr als meine absolute Wahrheit sehen, weil ich spüre und weiß, dass es mehr gibt. Ich habe es doch oft genug schon erfahren, wenn ich denn nur rechtgesinnt auf mein Leben blicke, auf das, was schon alles passiert ist. Es gibt doch so viele Dinge, die uns widerfahren sind, wo wir merken, das kann man mit den 5 Sinnen des Körpers und mit dieser rein menschlichen Erfahrung gar nicht erklären. Ich glaube, jeder von uns hat zumindest eine Erfahrung in seinem Leben, wo er weiß, okay, hier war mehr los, hier hatte ich meinen Schutzengel, hier war vielleicht irgendeine beschützende Hand über mir, die mich geführt hat. Und wenn du endlich den Mut hast, dir das einzugestehen, kannst du vielleicht endlich auch eine andere menschliche Erfahrung machen. Eine weniger kontrollierte, eine weniger festgefahrene, eine weniger blinde und taube. So, also die Quintessenz dieser Folge, vielleicht habe ich nämlich wieder viel zu viel geredet, ist, falls etwas gerade los ist bei dir, falls du merkst, du bist herausgefordert, falls du merkst, okay, hier sind meine Knöpfe gedrückt, hast du heute schon mit Gott ehrlich und wirklich aus dem Herzen darüber gesprochen und ihn dazu eingeladen, dir eine Antwort zu geben, die dir deinen nächsten Schritt aufzeigt. Ich sage nicht, dass die Gesamtlösung dann vor deinen Augen erscheinen muss. Das ist wieder irgendein Anspruch. Mach dich frei von irgendeiner Erwartungshaltung. Sei einfach dankbar für alles, was sich zeigt und folge dem nächsten Schritt mit vollkommener Gewissheit und Vertrauen, dass alles gut ist. Und dass sich dann dein nächster Schritt zeigen wird. Gott trägt dich, wenn du es so willst. Und Gott trägt dich tatsächlich auch, wenn du ihn ignorierst. So funktioniert bedingungslose Liebe. Also, falls du etwas mit mir teilen willst, was du heute gehört hast hier in dieser Folge, was dich vielleicht inspiriert hat, da freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hier unter dieser YouTube-Folge dalässt oder auch bei Spotify. Und sonst freue ich mich über was auch immer gerade bei dir vorgeht, dass du das hier mit uns teilst, weil ich glaube, wenn wir miteinander teilen, was gerade los ist, werden wir merken, dass wir alle uns ganz schön ähnlich sind in unseren Herausforderungen, in unseren Wünschen, in unserem Herzen. Und da passiert dann wieder eine Verbindung mit Leuten, die du scheinbar nicht kennst. Und irgendwie sind wir uns doch alle vertraut auf einer anderen Ebene. Also, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du hier mir zugehört hast. Falls dieser Podcast dir etwas bringt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du ihn mit anderen Menschen teilst, denen dieser Podcast auch was bringen könnte oder mir ein Like dalässt oder ein Abo. Ansonsten sage ich, hab eine ganz wundervolle Woche. Pass gut auf dich auf und wir hören ganz bald wieder voneinander. Deine Peri.